Manchmal in meiner Freizeit schaue ich gerne russische Propagandasendungen an, um einfach zu wissen, wie sie verschiedene politische Ereignisse beleuchten. Ja? Und du hast völlig recht, also russische Propaganda wiederholt von US-amerikanischen Nachahmern aus der Make America Great Again Bewegung. Die wissen alle zusammen nicht, wie sie das Ganze zu framen haben. Hallo zusammen. Heute freue ich mich besonders, Daria Romanenko zu Gast zu haben. Sie wurde in der Ukraine in Kharkiv geboren, kam aber schon als 15-Jährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie machte ihr Abitur in Kehl am Rhein und studierte an der Uni Freiburg Geschichte und Südslawistik. 2014, während des ersten Überfalls der Russen, der Annexion der Krim, erlebte sie die friedlichen Proteste in Kiew hautnah mit, die später als der Euromaidan oder die Revolution der Würde in die Geschichte eingegangen sind. Sie hat 2017 im ukrainischen Parlament gearbeitet, der Werchowna Rada, darunter auch 4 Monate im Ausschuss für Korruptionsbekämpfung. Heute arbeitet sie als freiberufliche Beraterin für internationale Zusammenarbeit mit dem Fokus Ukraine, Moldau und Rumänien. Hallo Daria, Ja, hallo Christoph, danke für die Einladung. ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir sind jetzt eigentlich schon mitten im Thema, denn auch in der Ukraine finden jetzt wieder seit langem wieder Proteste der ukrainischen Bürger statt. Proteste sind ungewöhnlich in diesem Land, denn es befindet sich seit 3,5 Jahren im Verteidigungskrieg gegen die russischen Invasoren. Und das ist, wie ich mitbekommen habe, der erste Aufstand seit 2014. Also etwas sehr Ernstes. Ist es so richtig? Ja, also Proteste sind nichts Ungewöhnliches für die Ukraine. Und eigentlich muss man dabei daran denken, dass die Proteste 2014 eigentlich diese Abwendung von dem EU-Kurs der damaligen Regierung von Janukowitsch zugrunde hatten. Also Ja, und genau. was dahinter steckte, war natürlich auch die Korruption. Ja, lass uns noch mal kurz trennen. Also es gab die Proteste, den Euromaidan 2014, die Revolution der Würde, was ich in der Anmoderation gesagt habe. Und jetzt die ersten Proteste wieder seither, die richtig großen Genau, Massenaufstände. genau. Okay, also Ähm, jetzt sprichst du über die Proteste Ja, ich 2014. wollte einfach nur sagen, Proteste sind nichts Ungewöhnliches für die Ukraine. Mhm. Ähm, Was aber natürlich ungewöhnlich ist, und du hast natürlich recht, ist, dass diese Proteste jetzt während des Krieges stattfinden. Dabei muss man aber beachten, dass 2000, also im Jahr 2022, als man erst diese Invasion aus Russland befürchtet hat, und damals ging man davon aus, dass die Eskalation erstmal in Donbass stattfindet und nicht auf der ganzen Mhm. Ukraine, war die Sorge groß, dass fast ein Jahrzehnt an EU-orientierten Reformen, sprich Gleichstellung, Dezentralisierung, Digitalisierung, Antikorruptionsarbeit, dass das Ganze durch das Kriegsrecht quasi nivelliert wird. Ja? Und die Sorge war auch berechtigt. Wenn ein Kriegsrecht ausgerufen wird, dann bedeutet das ein Rückgang für Demokratie. Ja? Und damals dachte man auch, dass die Demokratie in der Ukraine noch nicht so robust und resilient ist und dass das Ganze ein ziemlich schnelles Ende finden wird. Und eigentlich ist es überraschend, dass nach 3,5 Jahren von diesem brutalen, unmenschlichen Krieg, bei dem wirklich jede Ukrainerin und Ukrainer ähm, unermessliches Leid erlitten hat, dass Menschen immer noch Kraft haben, um zu protestieren. Und zwar nicht gegen die Zwangsmobilisierung, nicht gegen irgendwelche außenpolitische Entscheidungen, sondern gegen tatsächlich also diese Möglichkeit, dass Antikorruptionsorgane politisiert und instrumentalisiert werden können. Also das ist schon sehr beachtlich. Das ist wirklich, also das zeigt, dass die Ukraine trotz, ja, wie gesagt, 3,5 Jahren seit dieser Invasion immer noch eine funktionierende Demokratie ist. Absolut. Das ist total erstaunlich. Und es geht dem völlig entgegen, wie in manchen Kreisen in Deutschland oder sonst wo das Image transportiert wird, dass die Ukraine korrupt ist. Natürlich ist die Ukraine korrupt, denke ich. Aber sie hat
sie ist auf einem absolut guten Weg, oder? Sie arbeiten daran, die Korruption loszuwerden. Da bist du ja absolute Expertin dafür. Absolut. Also die ukrainische Zivilgesellschaft und die ukrainische Gesellschaft insgesamt sieht Korruption als Wurzel aller Übel, ja, als Bremse der demokratischen und europäischen Entwicklung des Landes und aber auch als strukturelle Ähnlichkeit mit Russland. Ja? Korrupt zu sein bedeutet, ja, diese Annäherung zu Russland zu haben. Russischer Staat ist nichts anderes als eine korrupte Diktatur. Früher war sie noch als Demokratie maskiert. Das ist übrigens ein Satz von Anne Applebaum. Aber zurück zur Ukraine. Für die ukrainische Zivilgesellschaft ist diese Korruptionsbekämpfung quasi der Kern von allen EU-orientierten Bestrebungen des Landes. Und ja, jetzt muss ich nochmal zur Geschichte zurückrudern. Warum ist das eigentlich so wichtig? Ich glaube, man kann behaupten, dass es in jedem Land eine Art von Korruption oder Vetternwirtschaft gibt, auf verschiedenen Ebenen. Aber warum ist es für die Ukrainer so bedeutsam? Damals 2014, als Euromaidan-Revolution stattgefunden hat und diese Abwendung von pro-russischen Kurs ja, zur Staatspolitik wurde, ähm, wurden zum Beispiel die prunkvollen Villen von Janukowitsch und dem damaligen Staatsanwalt Viktor Pschonka veröffentlicht. Und das war einfach ein Denkmal der Korruption. Ja? Also dieser Luxus, der einfach mit nichts vergleichbar ist. Und Ja, natürlich, also das war ein Präsident und ein Generalstaatsanwalt und alle ihre ja, engste Anhänger, die haben genau so gelebt. Und seitdem ist die Korruptionsbekämpfung wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Ukrainer. Also ich glaube, neben dem Krieg gegen Russland ist die Antikorruptionspolitik einfach das Wichtigste für sie. ja, Korruption ist ja auch einer der größten Exportschlager der Russen. Die exportieren ja die Korruption auch überall hin, indem sie nicht nur, ja, also indem sie Regierungen gefügig machen. Also ich würde auch da uns als Deutschland nicht ausnehmen. Also Gerhard Schröder ist für mich das leuchtende Beispiel des korrupten Politikers, der direkt nach seiner Amtszeit dann direkter Chef von Nord Stream geworden ist und diese Pipeline überhaupt vorangetrieben hat und sich total bereichert. Also das ist einer der sichtbarsten Auswüchse der Korruption für mich in Deutschland. Darüber redet man hier in Deutschland auch viel zu wenig. Man redet viel über die Korruption der Ukraine, aber nicht groß über die Korruption in Deutschland, die auch ihren Ursprung in Russland hat. Aber gut, lass uns über die Ukraine reden. Ähm, Ja, also ich kann dazu nur sagen, es ist auch schwer nachvollziehbar für viele Menschen in Deutschland, worum es eigentlich bei diesen Protesten in der Ukraine jetzt geht. Was sind eigentlich diese zwei Antikorruptionsorgane, deren Unabhängigkeit jetzt beschränkt wird? Ich glaube, manchmal denke ich, dass es sogar nützlich wäre, ähnliche Organe auch in Deutschland zu haben, um zum Beispiel solche Skandale wie bei Wirecard vorzubeugen. Richtig. Stichwort Wirecard ist nämlich und davor auch die Cum-Ex-Skandale sind ein weiteres Beispiel für Korruption auch in Deutschland. Und der Finanzminister damals war Olaf Scholz, der später auch Kanzler wurde, wie wir wissen, und auch ganz im Sinne Russlands gehandelt hat, indem er keinerlei Waffen oder nur nach sehr, sehr langem Zögern geliefert. Das sind alles Auswüchse der Korruption, die man eigentlich nur immer unter der Hand spürt. Okay, aber nochmal, wir haben in Deutschland solche Organe gar nicht, sagst du. Das finde ich interessant. Ich habe jetzt auch gerade erst während der Recherchen zu unserem Interview auch gehört oder mich damit auch ein bisschen besser auseinandergesetzt. Es gibt diese beiden Organisationen NABU und SAPO. Mhm. Ähm, aber es gibt doch noch mal weitere Antikorruptions. Es gibt insgesamt 4 Antikorruptionsorgane. Genau, es gibt auch Antikorruptionsgericht, es gibt auch, ähm, ja, das vierte habe ich jetzt vergessen, aber das ist, wie soll ich das sagen, das ist schon ein Universum, ein Antikorruptionsuniversum für sich. Aber warum war es damals nach der Euromaidan-Revolution so wichtig, diese Antikorruptionsorgane oder Agenturen zu schaffen, damit sie von der rückständlichen, also von dieser
Struktur der Generalstaatsanwaltschaft, der ukrainischen Polizei und der ukrainischen Gerichte separiert wird, ja, Mhm. Das ist damit diese wichtig. Organe auch Korruptionsfälle in diesen ganzen Strukturen aufklären können. Mhm. Das war der Gedanke. Und deshalb war es so wichtig, diese Organe so unabhängig zu machen, wie es nur geht, damit sie, damit ihre Entscheidungsfreiheit nicht eingeschränkt wird und damit sie selbst nicht korrupt werden. Und jetzt vielleicht nochmal zum Hintergrund der Proteste. Ich glaube, das ist das, was man nochmal verdeutlichen muss. Ähm, Das ukrainische Parlament hat Gesetzesänderungen vorgenommen, die quasi diese Unabhängigkeit von zwei Antikorruptionsbehörden, das ist NABU, das ist Nationales Antikorruptionsbüro, und SAPO, das ist spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, die Unabhängigkeit von diesen zwei Agenturen sollte beschränkt werden, indem sie, also laut diesen Änderungen, dann der Generalstaatsanwaltschaft unterstellt werden. Damit kann man diese Unabhängigkeit vergessen, denn die Generalstaatsanwaltschaft in der Ukraine ist historisch durch ihre Nähe zur Exekutive bekannt und mit anderen Worten auch für systematische Korruption. Mhm. Warum, und nochmal zum Hintergrund, warum kam es jetzt? Weil eine andere ukrainische Sicherheitsbehörde, und zwar der ukrainische Sicherheitsdienst, hat Durchsuchungen bei NABU vorgenommen und bei den Mitarbeitern von NABU, ich sage nicht jetzt alle, das ist wahrscheinlich 1 bis 2 Fälle, wir wissen die Details nicht, ähm, die quasi Datenleaks an Russland festgestellt und sogar Agententätigkeit für Russland. Ja? Das ist Und das war bitter. quasi der Hintergrund von diesen Gesetzesänderungen. Mhm. Was aber die ukrainische Gesellschaft noch mehr aufgeregt hat, war die Tatsache, dass diese Gesetzesänderungen in einem beschleunigten Modus vorgenommen wurden und dass das finale Gesetz vom Präsidenten sehr schnell unterschrieben wurde. Mhm. Genau, also das hat für sehr viel Unmut gesorgt, was wiederum ein Beweis dafür ist, wie demokratisch ukrainische Gesellschaft immer noch bleibt. Das, was wir schon mal hier in diesem Rahmen besprochen haben. Ja, Wahnsinn. Und Sie haben aber, das ist nämlich auch eins, was durch die Medien jetzt in den letzten Tagen durch ist, Sie haben das Gesetz durchgepeitscht durch das Parlament, also in extremen Schnellverfahren. Und ich habe auch gehört, dass ganz, ganz viele Mitglieder des Parlaments direkt dafür gestimmt haben. Also ich weiß nicht, wie viele, du hast mir erklärt schon im Vorgespräch, dass die Partei, einige Diener des Volks von Zelensky, er hat ja da mit seiner Partei die absolute Mehrheit und kann deswegen durchregieren. Und es waren aber nicht nur Leute aus Diener des Volks, die dafür gestimmt haben, sondern auch ganz viele andere. Und nur wenige haben gegen dieses Gesetz gestimmt. Das schien leicht gegangen zu sein für den Präsidenten, dieses Ja, aber Gesetz hier durchzudrücken. muss man Folgendes beachten. Wir sprechen ja nicht von einem neuen Gesetz, das schnell verabschiedet wurde. Um ein Gesetz in der Ukraine zu verabschieden, ist es eigentlich so ähnlich wie in jeder anderen Demokratie und in jedem anderen Parlament. Es gibt 2 Lesungen, es gibt die Vorbereitung durch den Ausschuss, man kann die Gesetzesänderungen in sozusagen während verschiedenen Phasen von dieser Verabschiedung vorschlagen. Mhm. Also das ist schon ein Prozess. Was jetzt aber die Tätigkeit von 2 Antikorruptionsbehörden beeinflusst hat, waren die Gesetzesänderungen zum bestehenden Gesetz. Und die kann man natürlich mit einer knappen Mehrheit, ja, durch das Parlament bringen, und zwar auch im Schnellverfahren. Mhm. Jetzt wissen wir aber auch, dass der Präsident zurückgerudert hat und dass er zusammen mit diesen Antikorruptionsorganen einen neuen Gesetzentwurf vorschlagen will. Das Problem ist aber, wir haben derzeit eine Pattsituation, in der diese Gesetzesänderungen schon abgestimmt sind und vom Präsidenten unterschrieben und die wurden auch in der parlamentarischen Zeitung der Ukraine gedruckt. Das bedeutet, die Gesetzesänderungen sind in Kraft getreten. Gleichzeitig hat der Präsident natürlich den neuen Gesetzesentwurf vorgeschlagen, den er sozusagen konsensual mit den Mitarbeitern von NABU und SAP irgendwie noch entwerfen muss.
Und dieses Gesetz existiert noch nicht. An dem muss man noch arbeiten. Und dieses neue Gesetz kann dann nicht durch so ein Schnellverfahren durch das Parlament gebracht werden. Das neue Gesetz braucht dann alle diese Phasen also alle parlamentarische Phasen, die man dafür braucht, um ein Gesetz zu verabschieden, im Großen und Ganzen. Okay, also verstehe ich jetzt recht, die Aufstände laufen jetzt noch weiter, die Menschen sind immer noch auf der Straße und das Gesetz wird demnächst nochmal vor das Parlament kommen zur Verabschiedung. Am Das ist jetzt die 31. Juli. Frage. Also Proteste finden immer noch statt. Du hast recht. Ich glaube, fast jeden Tag versammeln sich Menschen in verschiedenen Städten in der Ukraine, aber hauptsächlich auch in Kiew. Ähm, und es dauert einfach, bis man ein neues Gesetz schreibt. Ich meine, Gesetze sind ja auch ziemlich komplexe und umfassende legislative Dokumente, die das Leben und Miteinander in einem Land bestimmen. Mhm. Von daher wird es wahrscheinlich noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis dieser neue, sozusagen konsensuale Gesetzentwurf auf die Beine gestellt wird und dann natürlich dementsprechend im Parlament abgestimmt wird. Also ich hoffe, dass es relativ schnell geschehen wird. Also Zelensky hat aber auf diese Proteste reagiert und er wurde auch nicht nur von den Leuten von seiner eigenen Bevölkerung sozusagen zurückgepfiffen, sondern auch von der Europäischen Kommission und von vielen Regierungschefs angerufen, so geht das nicht, du musst das Gesetz zurücknehmen. Aber letztendlich hat der Druck aus der Bevölkerung auch dafür gesorgt. Er hat das Gesetz zurückgenommen, richtig? Absolut. Und Also er hat das Gesetz nicht zurückgenommen. Er hat gesagt, also das war eine Gesetzesänderung, die ich unterschrieben habe. Jetzt schlage ich ein neues Gesetz vor. Eigentlich sind diese Gesetzesänderungen immer noch in Kraft. ja, ist okay. Ich wollte das deswegen jetzt so herausstreichen, denn es gab etwas, was die Regierung gemacht hat. Es gab Proteste dagegen und die Ukrainer gehen nicht aus Jux und Dollerei auf die Straße, sondern weil das ihnen wirklich sehr wichtig ist. Und das Resultat war, dass diese Sache geändert wird. So, jetzt möchte ich zur russischen Propaganda kommen. Die Russen berichten natürlich über alles, was da in der Ukraine läuft und freuen sich immer über alle Arten von Aufständen. Und jetzt haben sie aber ein Problem plötzlich mit der Propaganda. Ja, also wie du es schon weißt, manchmal in meiner Freizeit schaue ich gerne russische Propagandasendungen an, um einfach zu wissen, wie sie verschiedene politische Ereignisse beleuchten. Ja. Und du hast völlig recht, also russische Propaganda wiederholt von US-amerikanischen Nachahmern aus der Make America Great Again Bewegung. Die wissen alle zusammen nicht, wie sie das Ganze zu framen haben. Also Warum? eigentlich wollen sie schon die Proteste als eine antistaatliche Revolte gegen den Diktator Zelensky darstellen. Ich glaube, Marjorie Taylor Greene hat da auch ein paar übliche Tweets darüber geschrieben. Aber wie gesagt, das ist ja völlig falsch und aus dem Kontext gerissen. Aber die Sache ist, dass russische Propaganda nicht nur Falschinformationen verbreitet, wir wissen ja, die machen das gerne, die sind einfach nur verloren, was diese Proteste betrifft. Denn es passt nicht, also die Proteste passen nicht zum Bild eines repressiven Regimes, wo offene Proteste verboten sind, wo Männer zwangsmobilisiert werden, wo die Politik gar nicht auf die Menschen hört. Eigentlich ist es genau andersrum. Menschen demonstrieren, weil sie ja ihr Recht und Freiheit dafür einsetzen. Genau. Äh, Das ist eine Sache. Und die zweite These ist, dass für russische Medien, auch teilweise für amerikanische, teilweise auch für europäische, ist es auch schwer nachvollziehbar, warum diese zwei Antikorruptionsbehörden so bedeutsam sind und warum ihre Einschränkung zu solchen Protesten führt. Ich glaube, das ist für ja, Menschen, die halt wirklich, also im Fall von Russland, gar nicht mal wissen, was Antikorruptionsarbeit bedeutet, ist es einfach schwer, das zu erklären und für die Bevölkerung das nachzuvollziehen. Ich meine, in Russland
Da gibt es keine Korruption, ist eigentlich ein Teil des Staates. Ja, Korruption ist in den Staat integriert und wenn du mit dem Staat agieren willst, musst du Korruption in Anspruch nehmen. Ja, dieser Widerspruch für die russische Propaganda ist ja der, dass da ist in der Ukraine ist ein Aufstand gegen den Diktator Zelensky. So, normalerweise, was macht ein guter Diktator? Putin zeigt, wie das ein guter Diktator macht. Wenn es Aufstände gibt, dann werden die mit der Polizei niedergeknüppelt und dann kommen die Leute alle ins Gefängnis und dann ist wieder Ruhe. Brav. Stabilität in Russland. Wenn die Ukraine eine Diktatur wäre, dann wäre es dort genauso. Als übrigens der Maidan-Aufstand war, da haben ja auch die Schergen von dem damaligen Diktator Janukowitsch die Aufständischen von Maidan niedergeknüppelt. Über die Geschichte des Maidan müsste man eigentlich auch mal eine Folge machen, weil da herrschen unfassbar viele Widersprüche durch Propaganda verfälscht. Ich wollte dich aber noch mal fragen eins. Also, wenn Zelensky ist ja auch nicht dumm. Er hat so viel, er hätte sich ja denken können, dass die Ukrainer nicht zufrieden sein werden mit dieser Aktion. Warum hat er trotzdem mit aller Kraft dieses Gesetz durchgepeitscht oder versucht zu bringen? Ich, Was war der Auslöser? Warum hat er das gemacht? Was ist deine Theorie? also, ich wiederhole mich nochmal. Der Hintergrund von diesen Gesetzesänderungen war die Tatsache, dass SBU die Hausdurchsuchungen bei Mitarbeitern von NABU durchgeführt hat und dabei festgestellt hat, dass mehrere Mitarbeiter von NABU angeblich für Russland spioniert haben. Das ist der Staatsräson. Ähm, Okay, okay. und das ist wirklich wichtig zu beachten, dass Ukraine im Krieg gegen Russland ist und dass Russland überall eigene Agenten infiltriert hat. Sei es in ukrainischen Behörden, sei es in ukrainischen Städten, im Bildungssystem, überall. Ähm, Vor der Invasion war das die Art der hybriden Kriegsführung, kann man schon sagen, außer dem, was in Donbass passierte. Und jetzt ist es einfach ein Teil der Kriegsführung. Ähm, Ich glaube, Zelensky hat geglaubt, dass die Bevölkerung das verstehen wird, dass er eigentlich also staatsmännisch handelt, dass er Mhm. tatsächlich an die Sicherheit des Staates denkt und dass es wirklich eine notwendige Maßnahme ist, um die Sicherheit im Staat zu gewährleisten. Ja. Ich glaube, das war seine Logik. Und ich kenne auch genug Ukrainer, die das auch nicht gut finden, also diese Gesetzesänderungen. Trotzdem sagen sie mir, dass sie es falsch finden, während des Krieges zu demonstrieren. Das soll man nicht machen. Also wir haben jetzt ein Staatsoberhaupt und den wichtigsten Entscheidungsträger, der eigentlich für uns bestimmen soll, wie es lang geht Ja, und wo es lang geht. das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und genau diesen Gedanken hatte ich auch, als es zum ersten Mal aufgekommen ist mit den Protesten jetzt. Da dachte ich auch, oh, 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 wenn der Zelensky das nicht jetzt schnellstens wieder vom Tisch nimmt und die Leute schnellstens nicht von der Straße wieder runterkommen, also wenn diese Aufstände nicht wieder abflauen, dann ist ein Chaos entstanden in der Ukraine, was den Russen in die Hände spielt. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Und deswegen denke ich, das war gut, was Zelensky dann gemacht hat. Und er ist ein Mensch, glaube ich, der Fehler eingestehen kann, oder? Ich denke. Absolut. Ich glaube, im Gegenteil zu vielen seinen Vorgängern auf diesem Posten kann er auf das Volk wirklich hören. Also ich habe ihn auch persönlich bei seiner Amtseinführung erlebt, 2019. Und Wow. er ist ja, wie ein Schauspieler die Stimmung des Publikums wahrnimmt, genau so nimmt er auch die Stimmung der ukrainischen Bevölkerung wahr. Und das ist für ihn entscheidend. Ja, aber er ist kein Mensch, der sein Fähnchen nach dem Wind immer dreht und so weiter, weil Stimmung der Bevölkerung wahrnehmen, da sind wir in Deutschland, finde Ja, ich aber nicht gut drauf. Wenn man, damit meine ja, ich aber was anderes. ich wollte es nochmal klarstellen. Viele Präsidenten wurden irgendwann blind und stumm und taub gegenüber der Bevölkerung, wenn sie viel zu lange im Amt geblieben sind. Ja? Die waren dann in ihrem großen Gebäude in Bankower Straße und haben einfach das Volk gar nicht mehr gehört. Ich glaube, Zelensky ist das Gegenteil davon, Mhm. dass er tatsächlich seine Kraft für seine Arbeit aus dieser Stimmung der Bevölkerung schöpft.
Ja, also meine Bewunderung hat er auch. Und ich finde das schon auch ganz wichtig, dass jemand die Stimmung seines Gegenübers oder als Präsident die Stimmung des Volkes wahrnimmt. Aber eben nicht das, was die deutschen Regierungschefs immer machen. Umfrage hier, Umfrage da. Was sagen sie? Ah ja, im Osten sind sie alle dafür, dass Frieden mit Russland. Okay, also nee, 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 nee. Also ja, ich bin auch ein großer, ich finde das Zelensky toll und ich finde das großartig, was er für eine Arbeit macht im Krieg und hoffentlich hört dieser Krieg endlich auf, aber er kann nicht aufhören, indem die Ukraine sich ergibt. Er kann nur dann aufhören, wenn Russland diesen Krieg verliert und darüber müssen wir uns alle im Klaren werden. Vielleicht noch ein kurzer Satz am Ende. Es ist wichtig, die Korruption in der Ukraine als eigentlich ein Rudiment der, ja, von Russland, von der russischen Präsenz und vom russischen Kolonialismus in der Ukraine zu betrachten. Ähm, Ukraine hat sich schon mehrmals während verschiedenen Revolutionen 2004, 2014 für den europäischen, nicht korrupten Kurs entschieden, außenpolitischen Kurs entschieden. Und das ist wirklich ausschlaggebend. Ich glaube auch, dass einer der Gründe für diesen Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, ist die Tatsache, dass Ukraine enorme Fortschritte Richtung Westen, Richtung Demokratie, Richtung Schutz von Menschenrechten gemacht hat und Russland das einfach nicht abhaben könnte. Eine ehemalige Kolonie in der Nähe, also mit einer gemeinsamen Grenze, da zu haben. Und das war einer der Mhm. größten Gründe für die Invasion. Es ist nicht nur territorial, es hat nicht so viel mit der Sprache, noch weniger mit der Religion zu tun, mit dem Schutz von Orthodoxie und so weiter. Das hat viel mehr damit zu tun, dass die Ukraine diese zivilisatorische Entscheidung für sich getroffen hat, sich in die Richtung der Europäischen Union und der gemeinsamen europäischen Werte zu bewegen, Mhm. was Russland nicht verzeihen konnte. Ja, ich finde, das ist eine tolle Zusammenfassung, die du jetzt gerade gegeben hast. Daria, herzlichen Dank für deine Expertise, für die Zeit, die du jetzt heute hattest und uns die Sache ein bisschen zu beleuchten. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden und weiterhin auch das Auge genau auf die Ukraine richten und sie unterstützen, so gut es mit allem, was uns zur Verfügung steht. Ich sage auf Ukrainisch Slava Ukraini. Herojem Slava. Ich danke dir, Christoph. Tschüss. Tschüss, Daria.